Liebe werdende Mama, die neue S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin ist am 12. Januar 2021 erschienen und bietet einen neuen, aktualisierten Leitfaden für Hebammen und Gynäkologen für die Klinikgeburt. In diesem Video habe ich dir weitere wichtige Punkte aus der Leitlinie herausgesucht, die ich dir gerne erläutern und ein wenig ausführlicher erklären möchte. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Auf diesem Kanal findest du jede Woche das wichtigste Wissen rund um Schwangerschaft und Muttersein. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Außerdem laufen aktuell alle Kurse, die ich gebe, als Online-Live-Kurse. Alle Termine findest du auf meiner Webseite, die ich dir unten in der Infobox verlinkt habe. Eine Geburt im Krankenhaus bedeutet für viele Frauen Unsicherheit. Was für Dinge kommen auf mich zu? Was sollte ich wissen, wenn ich im Kreissaal bin? Darf ich bestimmte Untersuchungen ablehnen? Worauf muss ich achten? Auch im 3. Teil zur S3-Leitlinie habe ich dir wieder wichtige Dinge aus der neuen S3-Leitlinie, die du unbedingt wissen solltest, zusammengefasst und erklärt. Nummer 1. Ein unauffälliges CTG kann nach 20 Minuten entfernt werden. Auf Seite 19 der Richtlinien beginnt das Kapitel zum Monitoring, also zur Überwachung der Herztöne per CTG. Dieses Kapitel ist sehr umfangreich und umfasst weit mehr als 10 Seiten. Auf Seite 22 gibt es die Empfehlung, dass das CTG nach 20 Minuten entfernt werden kann, sollte das CTG-Muster unauffällig sein. Bedeutet also, dass die kindlichen Herztöne während und nach einer Welle stabil sind und nichts darauf hindeutet, dass das Baby Stress hat. Die CTG-Aufzeichnung während der Geburt ist immer wieder Thema, denn hier kommt es auch stark auf das persönliche Empfinden der Frau an. Viele Frauen sind während der Geburt sehr empfindlich und das trifft natürlich auch bzw. vor allem auf den Bauch zu. Während einer Welle verändert sich der Bauch und wird in der Regel noch empfindlicher. Die Schallköpfe des CTGs sind je mit einem Gummiband um den Bauch gebunden. Das kann sehr störend und auch ablenkend während einer Welle sein. Hier ist es also wirklich sinnvoll, wenn bei unauffälligem CTG nach diesen 20 Minuten wieder die Möglichkeit besteht, sich ohne Einschränkungen zu bewegen und keine zusätzlichen Irritationen auf der Haut zu haben. Nummer 2. Auch bei Niedrigrisikoschwangeren gibt es Indikationen für Dauer-CTG. Natürlich gibt es gewisse Faktoren, die auch bei einer Niedrigrisikoschwangeren und somit einer meist unauffälligen Geburt ein Dauer-CTG erforderlich machen. Hier gibt es 12 Punkte, die berücksichtigt werden sollen. Hierzu zählen unter anderem erhöhte Temperatur oder Puls bei der Mutter, grünes Fruchtwasser, die Gabe von künstlichem Oxytocin oder auch frische vaginale Blutungen. Auch wenn man als Schwangere also nicht zur akuten Risikogruppe gehört, gibt es bestimmte Indikationen, die eine ständige CTG-Überwachung erforderlich machen. Hier solltest du nach Möglichkeit versuchen, entspannt zu bleiben, um die Geburt positiv zu beeinflussen. Bleibe außerdem im Austausch mit deiner Hebamme, um gut darüber informiert zu sein, wie es deinem Baby geht und wie die weitere Vorgehensweise ist. So bist du gut informiert und mit einbezogen in die Situation. Das kann Angst und Unsicherheit deinerseits vermeiden. Nummer 3. Entscheidungen während der Geburt sollen nicht nur anhand vom CTG getroffen werden. An dieser Stelle in der Leitlinie, zu finden auf Seite 28, wird ganz klar beschrieben, dass keine Entscheidungen während der Geburt alleine auf Grundlage des CTGs getroffen werden sollen. Konsequenzen aus der Interpretation eines CTGs sollen unter Berücksichtigung verschiedener weiterer Faktoren erfolgen. Zu diesen Faktoren zählen die Vitalparameter der Mutter, also Blutdruck, Herzfrequenz und Temperatur, das subjektive Wohlbefinden, die Farbe des Fruchtwassers, in welcher Geburtsphase die werdende Mama ist und noch einige andere Dinge. Auch hier wird nochmal deutlich, dass das CTG nicht ohne Berücksichtigung anderer Faktoren ausgewertet werden sollte. In der Leitlinie wird hier sogar der Begriff Interpretation benutzt, was ganz klar darauf hindeutet, dass ein CTG nicht immer eindeutig ist. Bedeutet im ungünstigsten Fall, bei 2 Hebammen und einem Arzt, die sich ein und dasselbe CTG anschauen und es deuten bzw. interpretieren, bekommt man 3 verschiedene Meinungen und empfohlene Vorgehensweisen. Gerade in so einem Fall ist es sinnvoll, weitere Faktoren mit einzubeziehen.
Denn es kann passieren, dass die Ableitung der Herztöne nicht ganz korrekt ist oder vielleicht eine ungünstige Haltung der werdenden Mutter hier ein schlechtes CTG hervorruft, eigentlich aber alles in Ordnung ist. Verschafft sich die Hebamme oder der Arzt nun aber einen Rundumblick, kann die Situation ganzheitlich beurteilt und anschließend gehandelt werden. Es gibt noch weitere wichtige Punkte in der neuen Leitlinie, auf die ich gerne eingehen möchte. Schau also nächste Woche auf jeden Fall wieder vorbei. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video ein Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du das nächste Video zur S3-Leitlinie und auch keine anderen Videos mehr verpasst. Und hier habe ich außerdem 2 weitere Videos, die auch für dich interessant sein könnten. Bis zum nächsten Video. Deine Marie.